Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Was machst du? Lernen. Was lernst du denn? Ja, mein Mathelehrer hat gesagt, ich soll jetzt ausklammern lernen. Okay. Und wieso siehst du denn so komisch aus? Weil ich Stress hab. Ich kann's nicht. Stresspickel! Ja. Wie wär's, wenn ich dir Ausklammern erkläre, statt dass Ja, du du's hast mir schon so viel erklärt. aus dem Ich wollte dich Buch mal ein bisschen lernst? schonen. Du brauchst mich nicht schonen, Bosco. Ich erkläre es dir doch gern. Ja, bitte, weil ich sehe ja ganz schlimm aus. Ja. Oh, aber ich glaube, bis zum Ende des Videos haben wir dich wieder in die Reihe gekriegt. Das wäre super. Ich kann ja so nicht unter die Leute gehen. Ja, aber echt. Erinnerst du dich an Malklammern? Ja. Ja, und Ausklammern ist Malklammern rückwärts. Also eigentlich bedeutet es, du sollst wieder Malklammern setzen. Och nee. Deswegen lass uns mal diese Aufgabe mit der Malklammer machen, Ja. damit du dich wieder erinnerst, wie das ging. Die 5, die hier außerhalb der Klammer steht, muss mit allen Summanden bzw. Teiltermen in der Klammer multipliziert werden. Genau. Das heißt, um die Malklammer aufzulösen, rechnest du 5 mal 4x sind 20x und 5 mal 3. sind 15. Genau, so löst du Malklammern auf. Und wenn jetzt im Mathebuch als Aufgabenstellung steht, klammere aus oder schreibe als Produkt, dann sollst du so eine Malklammer wieder hinschreiben. Das bedeutet jetzt zum Beispiel bei dieser Aufgabe, musst du schauen, was haben die 14a und die minus 7b gemeinsam, welcher Faktor steckt da drin? Ja, die 7. Ja, und jetzt schreibst du die 7 hin und Ja. dann kann ich dir nämlich den ersten Pickel hier schon wegmachen, weil die dienen ja wunderbar als Malpunkte. Gute Idee. Ja, also 7 mal, Klammer auf. Und was steht dann noch da, wenn du durch 7 geteilt hast? Also 14a durch 7. 2a. Gut, das schreibst du in die Klammer. Ja. Und minus 7b durch 7? Minus b. Gut, und das war's schon. Okay, das hätte ich mir ja sparen können mit dem Mathebuch. Ja, frag mich doch einfach. Ja gut, Nächste Aufgabe. nächste Aufgabe. Jetzt haben wir hier 3 Teilterme und Ach, jetzt das musst geht du auch. eben was finden, was die alle 3 gemeinsam haben. Das ist jetzt aber keine Zahl, aber das b haben sie gemeinsam. Das hast du gut erkannt. Ah, das geht auch. Ja, also du schreibst das B hin, dann brauche ich wieder einen Malpunkt. Nimm mal den. Mal. Und was ist dann noch übrig in der Klammer, wenn du überall durch B teilst, also im Grunde ein B wegnimmst? Also die 11b durch b sind 11. Plus b hoch 2 durch b sind plus b. Gut. Und minus 8b hoch 3 durch b sind minus 8b hoch 2. Sehr schön. Das war's schon. Das war's. Na, das macht mir langsam Spaß. Nächste Aufgabe. Ja. Ui, die ist schon länger. Na, auf den ersten Blick würde ich sagen, die Zahlen sind alle gerade, also durch 2 teilbar. Gut. Dann kannst du jetzt auch gerne erstmal nur die 2 ausklammern. Also schreibe ich hin 2 mal. Mal, ja. Haha. So, und jetzt teile ich alles durch 2. 2x hoch 2y durch 2 sind x hoch 2y. Ja. Minus 6x hoch 3y durch 2 sind minus 3x hoch 3y. Und die plus 10x hoch 2 durch 2 sind plus 5x hoch 2. Gut. Jetzt hast du erfolgreich die 2 ausgeklammert. Du bist aber noch nicht fertig mit der Aufgabe. Wenn irgendwo im Mathebuch steht, du sollst ausklammern, ist damit eigentlich immer gemeint, du sollst vollständig ausklammern. Ah, ich also sehe nicht noch- einfach nur irgendwas. Siehst du noch was die gemeinsam Ja, das haben? X. Aha. Um die Aufgabe also wirklich fertig zu machen, müsstest du jetzt auch noch, wie viele X sind denn da, die gemeinsam haben? Na, mindestens x hoch 2. Genau. Einmal gibt es auch x hoch 3 und sonst Ja. also x hoch 2. Das heißt, x hoch 2 ist der gemeinsame Faktor. Den kannst du also auch noch ausklammern. Ah ja, also schreibe ich jetzt vor die Klammer 2x hoch 2. Ja? Ein neues Malzeichen nimmst du mir jetzt nicht weg, gell? Nein, du musst Schade. schon für jeden Okay. Pickel, den ich dir wegnehme, eine Aufgabe lösen. Okay, dann habe ich hier die x hoch 2y durch x hoch 2 sind y. Ja. Minus 3x hoch 3y durch x hoch 2 sind minus 3xy. Ja.
Und die plus 5x hoch 2 durch x hoch 2 ist plus 5. Sehr schön. Jetzt ist es vollständig. Jetzt haben die in der Klammer nichts mehr gemeinsam, Ah, also vollständig ausgeklammert. Also ich muss nach Zahlen und nach Buchstaben gucken. Ja, auch nach Vorzeichen, das zeige ich dir nachher. Okay. Jetzt üben wir erstmal hier diese Aufgabe. Die 84 und die 156 Ja. sind ja jetzt recht große Zahlen. Ja. Wenn du nicht auf Anhieb siehst, welchen Faktor die gemeinsam haben, kannst du hier auch Schritt für Schritt vorgehen. Also welche Zahl siehst du denn sofort, dass die da drin steckt in beiden Zahlen? Na, die sind wieder beide gerade, also durch 2. Okay, dann klammer doch erstmal die 2 aus. Also 2 mal. Aha, ja, okay. Mal. So, 84x durch 2 sind 42x. Und minus 156 durch 2 sind minus 78. Ja. Und jetzt guckst du dir die 42 und die 78 an. Haben die jetzt doch noch was gemeinsam? Ich kann sie wieder durch 2 teilen. Sind immer noch beide gerade. Ja. Ja. Das heißt, du klammerst nochmal die 2 aus. Jetzt gebe ich dir aber, nee. Pickel gibt es erst wieder bei der nächsten Aufgabe. Ich klammer also noch eine 2 aus. Das heißt, vor Ja. der Klammer steht 2 mal 2, also insgesamt 4. Ah, da steht jetzt die 4. Ja. Okay. Und dann 42x durch 2 sind 21x. Und minus 78 durch 2 sind minus 39. Okay. Und jetzt wiederum die Frage, haben denn vielleicht die 21 und die 39 auch noch irgendwas gemeinsam? Ja, ich habe was entdeckt. Was denn? Die sind beide durch 3 teilbar. Aha, dann klammern wir also auch noch eine 3 3. aus. Vor der Klammer steht dann also 4 mal 3. Insgesamt hast du dann also schon 12 ausgeklammert. Und dann 21x durch 3 sind 7x. Und minus 39 durch 3 sind minus 13. Ja, Jetzt fertig. jetzt sind wir wirklich fertig. Die 7 ist eine Gut. Primzahl, die 13 ist eine Primzahl, also die können keinen gemeinsamen Faktor mehr haben. Okay, verstanden. Gut. Nächste Aufgabe. Ja, die 24 ist auch durch die 8 teilbar. Aha, also ist 8 der gemeinsame Faktor. Also 8 mal Mal. 24y durch 8 sind 3y. Ja, Und minus 8 durch 8 hebt sich auf. hier ist jetzt eine ganz gefährliche Stelle, eigentlich die einzig gefährliche Stelle beim Ausklammern. Du musst jetzt in die Klammer als Platzhalter minus 1 schreiben. Wenn du jetzt nämlich nur schreiben würdest, 8 mal Klammer auf, 3y und dann Klammer zu, Ja, und du würdest dann diese Klammer wieder ausrechnen, klar, kommt ja nur 24y raus. ja, dann würden nämlich diese minus Aha. 8 fehlen. Stimmt. Und damit da wirklich wieder diese beiden Summanden erscheinen oder diese beiden Teilterme, musst du selbstständig die 1 hinschreiben als Platzhalter. Okay, also steht in der Klammer 3y minus 1. Ja, Ah, gut. also da wirklich unbedingt drauf achten und dran Obacht. denken. Gut. Ja, Nächste. dann probier es nochmal bei dieser. Na, die sieht schon wieder komplizierter aus. 27, 3 und 6 sind alles durch 3 teilbar. Ja. Damit wir keinen Zwischenschritt machen müssen, findest du noch was wir alle Ja, gemeinsam haben? Jeder hat ein x. Okay, also können wir ja direkt 3x ausklammern. 3x. Also Okay. 3x mal. Dann 27x hoch 3 durch 3x sind 9x hoch 2. Die plus 3x durch 3x sind... Ah, die muss ich bestimmt auch wieder hinschreiben. Plus 1. Unbedingt. Achtung, Achtung. Platzhalter. Platzhalter setzen. Nicht einfach sagen, ach naja, 3x durch 3x hebt sich auf. Da muss die plus 1 hingeschrieben werden. Okay. Und dann noch die plus 6x hoch 2 durch 3x sind plus 2x. Okay. Gut. Gut, gell? Ja, du kannst auch immer noch mal kontrollieren. Also wenn du vorher 3 Summanden hattest, dann musst du dann in der Klammer eben auch 3 Summanden haben. Ja, klar. Und ja, wenn einer fehlt, dann hat man vielleicht so eine plus 1 vergessen. So, hier noch mal eine andere Sorte Aufgabe. Was fällt dir hier auf? Da steht überall ein Minus davor. Ja, also die Zahlen haben nichts gemeinsam, keinen gemeinsamen Faktor und die Variablen auch sind nicht überall vorhanden, aber die haben alle ein Minuszeichen. Kann ich auch das Minus ausklammern? Ja, das wollte ich dir mit dieser Aufgabe zeigen. Du Okay. könntest auch das Minus ausklammern, zum Beispiel indem du minus 1 mal
vor die Klammer schreibst. Schreib mal. Machen wir das mal. Minus 1 mal. Und wenn du dann eben das Minus ausklammerst, bedeutet das, dass einfach, naja, alle Minuszeichen dann weg sind, beziehungsweise sich alle Vorzeichen in der Klammer wechseln. Aus Minus wird Plus und aus Plus würde Minus werden, wenn da ein Plus wäre. Ja. Also schreibe ich jetzt nur hin 3a plus 7ay plus 11y. Ja. Und muss nichts rechnen. Du musst nichts rechnen in dem Sinne, ja? Da ging es nur um die Vorzeichen. Genau. Okay. Und tatsächlich ist das jetzt genau das gleiche wie eine Minusklammer. Also ob du jetzt vor der Klammer stehen hast, mal minus 1 oder einfach nur Minus, Klammer auf, das ist genau dasselbe. Ja, weil ob da jetzt minus 1 mal vor der Klammer steht oder das nur ein Minus vor der Klammer steht, bedeutet das ja, dass jeder Teilterm in der Klammer dieses Minus haben möchte, also abbekommen möchte. Das heißt, das gehört zu allen. Also wenn ich die Klammer wieder auflösen würde, wären danach wieder alle negativ. Und weil Minus mal Plus Minus gibt, muss am Anfang in der Klammer das Plus überall stehen. Genau. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ja. Und Minus geteilt durch Minus ist Plus. Deswegen schreiben wir halt beim Ausklammern die ganzen Plusse in die Klammer. Okay. Noch 2 Aufgaben. Ja. Hier die nächste. Bäh. Die haben ja gar nichts gemeinsam. Ja. Die 10, die 3, die 14 kann ich nicht teilen. Da hast du recht, Bosco. Und dann haben wir ein A, B, ein B und gar nichts. Ja. Was Das jetzt? kann auch passieren, dass da eigentlich gar kein gemeinsamer Faktor drin vorkommt. Wenn jetzt jemand trotzdem von dir verlangt, unbedingt auszuklammern. Zum Beispiel mein Mathelehrer. Ich weiß nicht, ob der das bei der Aufgabe verlangen würde. Aber es könnte ja sein, dass du einfach unbedingt ausklammern möchtest, dann kannst du das trotzdem tun. Und wie? Zum Beispiel, wir nehmen uns eine Zahl, die zumindest in 2 irgendwie drin vorkommt. Nehmen wir die 2, Ja. klammern die mal aus und wir schauen, Zweimal. was passiert. 2 mal. Ja, dann habe ich 10ab durch 2 sind 5ab. Na, plus 3b durch 2 sind dann plus 1,5b. Aha, Und die plus 14 durch 2 sind plus 7. genau. Das Also- wäre dann auch ausgeklammert mit Kommazahl. Ja, das ist nämlich das, was dann passiert, wenn du was ausklammerst, was als Faktor gar nicht vorhanden ist, dann kommen halt mal Kommazahlen Na vor. gut. Das könnte dann auch passieren. Also ich wollte nur sagen, das Prinzip des Ausklammerns kann man natürlich auch anwenden, wenn kein offensichtlicher gemeinsamer Faktor da ist. Ich sehe schon in der Kamera, ich sehe echt wieder gut aus. Willst du den einen Pickel behalten? Oder? Nein. Ah, dann Wir machen können wir noch eine noch machen. eine letzte Aufgabe. Okay, damit du wieder ganz Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber ich möchte noch eine Matheaufgabe lösen. Ja, dann los. Noch eine längere für den Eine Abschluss. lange, na super. Die würde ich durch 2 teilen, die Zahlen. Und durch AB. Ja, 2ab ist das, was die gemeinsam haben. 2ab mal. Mal. Ah, der schöne Bosco ist wieder da. So, minus 12a hoch 2b durch 2ab sind minus 6a. Jawohl. Plus 10ab durch 2ab sind plus 5. Und minus 6ab hoch 2 durch 2ab sind minus 3b. Gut. Sehr schön, Bosco. Und jetzt? Das kannst du so lassen, das ist ein schönes Endergebnis. Wenn dich jetzt stören würde, dass da noch 2 Minuszeichen in der Klammer stehen, könntest du sagen, dass du auch das Minus noch ausklammern möchtest. Ja, stören mich jetzt nicht so, aber zeig's mir trotzdem, du siehst es ja. Dann hättest du eben in der Klammer dann nur noch ein Minus, wenn du das Minus ausklammerst. Und vor der 6a und vor den 3b wären dann das Plus und das Minus vor der 5. Kann man machen, muss man aber nicht. Muss man nicht. Das Sehr ist gut. nur so Spielerei. Das ist ein Genau. schöner Satz für Mathe. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Na Bosco, gut. Ja, wir könnten ja mal sagen, dass Mathematik offensichtlich gut gegen Akne ist. ja. Glaubst du wirklich? Ja, sieht man doch an dir. Vielleicht klappt es bei euch ja auch. Wenn ihr gerade Stresspegel von Mathe habt. Also einfach mal rechnen. Ja, vielleicht bist du aber auch jetzt einfach weniger gestresst, weil du es Ja, verstanden das hast. war ein Stresspegel. Danke fürs Erklären. Freut mich, dass du wieder hübsch bist und frag mich Ja. nächstes Mal einfach gleich, Ja. bevor du dich da mit deinem Buch rumquälst. Ja, das kommt jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.